Pigtail Cut, Unicorn Cut. Ich mache daraus den Pigcorn Cut. Schaut euch auf jeden Fall das Ergebnis an. Es ist Bombe geworden. Natürlich erkläre ich euch auch die Unterschiede der beiden Haarschnitte und warum ich mich jetzt genau für diese Kombination entschieden habe. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Melanie und heute dreht sich alles ums Haare schneiden. Ganz speziell um den Unicorn Cut und den Pigtail Cut. Wir sind auch schon mittendrin im Geschehen. Ich habe mir die Haare gewaschen, habe jetzt nur etwas Leave-In in den Haaren. Ich habe von Flora Curl den Leave-In Detangler benutzt und jetzt kämme ich die Haare einmal durch. Ich erkläre euch kurz meinen heutigen geniehaften Plan. Ich schneide heute eine Kombination aus dem Pigtail Cut und dem Unicorn Cut. Und ich glaube, ich nenne ihn Pigcorn Cut. Ich werde jetzt mit dem Pigtail anfangen und dann die obere Haarpartie wie beim doppelten Unicorn Cut schneiden. Und ich fange an mit dem ersten Teil des Pigtail Cut. Und das heißt, ich teile mir jetzt meine Haare in zwei Partien, links und rechts ein. Gucke, dass ich ungefähr einen Mittelscheitel habe und mache mir jetzt zwei Zöpfe mit diesen kleinen Mini-Spiralhaargummis. Okay, ihr könnt sie, glaube ich, jetzt hier sehen. Damit mache ich mir jetzt zwei Zöpfe, jeweils hinter dem Ohr und leicht über dem Ohr. Mir gefällt am Pigtail Cut die U-Form der Haare. Am hinteren Rücken sieht man dann dieses U sehr schön. Und am Unicorn Cut gefällt mir besser, wie die Haare vorne ums Gesicht geschnitten werden. Also eigentlich, dass sie eben nicht extra geschnitten werden. Ich habe ja vorne kein Pony und möchte deshalb auch nicht die vordere Partie extra schneiden. Deshalb werde ich hier vom Pigtail Cut abweichen. Der Pigtail Cut ist die Haarschneidemethode, bei der man die Haare in zwei Partien aufteilt, links und rechts, also im Endeffekt einen Mittelscheitel zieht und dann zwei Zöpfe bindet. Die sind jeweils zum einen etwas hinter dem Ohr, aber auch über dem Ohr. Der Pigtail Cut ergibt eine U-Form an der hinteren unteren Haarlinie, im Gegensatz zum Unicorn Cut, der ergibt eine V-Form. Beim Pigtail Cut kann man auch für sich entscheiden, wie stark man diese Stufen, die man sich ja reinschneidet, wie stark man die haben möchte. Je weiter man den Zopf oben macht, desto stärker werden die Stufen und je weiter man den Zopf unten macht, desto weniger stark werden die Stufen. Später seht ihr es dann eh. Aber man schneidet sich diese zwei Zöpfe links und rechts einfach gerade ab. Hier sieht man jetzt im Endeffekt schon den ganzen Zauber. Man macht einmal den Zopf ganz nah am Kopf des Gummi rein und nochmal einen zweiten Gummi am Ende, wo man abschneiden möchte, damit man die Haare einfach sicher zusammen hat und da nicht irgendwie eine Strähne verliert oder so. Es ist leichter zu schneiden. So, zack, sind die Haare auch schon ab. Ich begradige das Ganze noch kurz ein bisschen und mache dasselbe auf der anderen Seite mit der zweiten Haarpartie. Ich fange auch gleich nebenbei mal an mit den Unterschieden von dem Unicorn Cut und dem Pigtail Cut. Der Pigtail Cut ergibt, wenn man ihn schneidet, hinten an der unteren Haarlinie ein relativ klares U. Das ist auch somit der größte Unterschied, mal abgesehen davon von der Art, wie man ihn natürlich schneidet. Der Unicorn Cut ergibt ein ganz klares V, wenn man schneidet. Und deswegen habe ich mich vom Grundschnitt her für den Pigtail Cut entschieden, denn so eine U-Form gefällt mir prinzipiell wesentlich besser. So, ich beschleunige es hier auch ein bisschen, denn ich denke wirklich, man muss es jetzt nicht total unnötig in die Länge ziehen. Übrigens, falls ihr euch wundert, dass ich hier noch lange Haare habe, das ist ein Video, das ich schon vor einiger Zeit aufgenommen habe und danach war ich dann beim Friseur, hatte Corona und tralala und habe dann viele, viele andere Sachen gemacht, aber nicht dieses Video bearbeitet. Dennoch finde ich das Ergebnis so schön, dass ich es euch wirklich nicht vorenthalten wollte. Also kommt sie jetzt hier auf jeden Fall online. Ich gucke dann auf jeden Fall nochmal, ob die Länge ungefähr so passt. Ich gestehe, ich nehme es nicht ganz so genau, weil ich ja auch weiß, dass meine Haare ja im getrockneten Zustand wieder Wellen haben und das heißt,
Selbst wenn ich es jetzt auf die perfekt gleiche Länge schneiden würde, sieht es wieder ganz anders aus, wenn die Haare getrocknet sind. Deswegen reicht es für mich völlig so, wie es ist, obwohl ich merke, dass da so ein, zwei Strähnchen ein bisschen unterschiedlich lang sind. Und ich lasse es so. Und nachdem ich jetzt beide Seiten fertig geschnitten habe, geht es schon weiter mit dem Teil vom doppelten Unicorn Cut. Denn jetzt würde ich beim Pigtail Cut die Ponypartie schneiden. Das will ich ja nicht. Ich bin deswegen vom Pigtail Cut abgewichen, weil ich keine Ponypartie habe. Und es deswegen für mich auch nicht so richtig viel Sinn ergibt, mir extra eine Ponypartie zu schneiden. Ich habe ja auch bei mir diese Ponypartie nicht extra abgetrennt, sondern ich habe es ja mit in die Zöpfe mit reingenommen. Ich gehe jetzt also nahtlos über in den zweiten Teil vom doppelten Unicorn Cut. Und weil ich auch die vorderen Haare gut durchstufen möchte, teile ich auch die vordere obere Partie mit ab und nicht wie beim Original Unicorn Cut nur die hintere. Ich habe mir ja vorher einige Videos dazu angeschaut und die Ergebnisse gefallen mir einfach immer ein Stück besser. Der Unicorn Cut ist eine Haarschneidemethode, bei der man die Haare eigentlich alle komplett nach vorne nimmt, so wie ich sie jetzt hier auch in dem Video, ich mache es jetzt nur mit einer abgetrennten Haarpartie, aber man nimmt alle Haare nach vorne zu einem Einhornhorn, deswegen auch Unicorn Cut, und schneidet dann diese Haare schräg ab. Ihr seht es dann danach auch noch im Video, wie ich das genau abschneide. Auf die Art und Weise werden praktisch alle Haare einmal abgesäbelt. Der Unicorn Cut ergibt eine ganz klare V-Form. Also wenn man gerne eine V-Form mag, sollte man den tatsächlich wählen. Ich glaube echt, dann ist er eine ganz gute Wahl. Auch beim Unicorn Cut kann man, wie bei dem Pigtail Cut, selbst bestimmen, wie stark die Stufen sein sollen. Und das macht man in dem Fall aber so. Wenn man die Stufen sehr stark möchte, macht man das Horn vom Einhorn ganz weit vorne an der Stirn. Und wenn man sagt, naja, ich mag eigentlich gar keine so starken Stufen, macht man das Horn einfach ein Stück weiter hinten, dann werden die Haare nicht ganz so stark durchgestuft. Ich teile mir jetzt, wie beim doppelten Unicorn Cut, die obere Haarkronenpartie, würde ich mal sagen, großzügig ab. Ich mache es nicht ganz so genau, das muss für mich nicht total gerade sein, es sind ohnehin Locken. Da sieht man sowas dann danach gar nicht mehr. Ich mache mir das Horn relativ weit vorne am Kopf, weil ich möchte schon gut durchgestuft haben. Und sichere mir wieder die Haarsträhnen mit einem zweiten von diesen kleinen Spiralhaargummis. Was ich euch wirklich empfehlen würde, ist, in eine gute Schere zu investieren, falls ihr diesen Schnitt oder irgendeinen anderen Haarschnitt mal nachmachen wollt. Ich habe übrigens insgesamt fürs ganze Schneiden, aber jetzt ohne mir vorher die Haare gekämmt zu haben und gewaschen und so weiter, nur fürs Schneiden habe ich ungefähr 25 Minuten gebraucht. Ich finde, das ist auch zeitlich echt gut zu schaffen. Hier mache ich den vorderen Haargummi nochmal raus, denn es ist mir nicht ordentlich genug. Beim Unicorn Cut ist es wichtig, dass die Ansatzhaare, also die vorne praktisch beim Gesicht sind, in dem Zopfgummi zum Schluss unten sind. Und die Haarpartien, die weiter hinten sind, müssen im Zopfgummi, also in dem vorderen, dann oben sein. Ihr seht es auch, ich mache den Zopf von den Seiten her ein wenig flach, damit die Haare wirklich da sind, wo sie hin sollen. Dass ganz klar die hinteren Haare oben und der vordere Haarteil unten ist. Das ist deswegen so wichtig, weil beim Unicorn Cut der Zopf schräg abgeschnitten wird und nicht gerade. Das ist schon der ganze Zauber von dem Unicorn Cut oder zumindest von dem Teil, den ich übernommen habe. Ich gleiche jetzt noch die Haarspitzen ein bisschen an und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Übrigens, ich finde den Schnitt wirklich mega schön. Die Wellen haben sich dadurch wieder richtig schön nach oben gezogen. Ich zeige euch das Ergebnis am Schluss und muss echt sagen, ich bin jetzt beim Bearbeiten sogar ein bisschen traurig, dass ich sie beim Friseur dann doch so kurz habe schneiden lassen. Obwohl ich echt, versteht mich nicht falsch, ich bin wirklich total glücklich mit den kurzen Haaren und ich wollte das ja auch so. Also es war kein Fehlschnitt und gar nichts. Ich wollte sie so kurz haben. Ich wollte nämlich schon immer mal meine Locken so kurz sehen. Aber zum Glück wachsen meine Haare wie Unkraut und ich muss nur abwarten, bis sie wieder lang genug sind. Aber ich sag euch, ich werde diesen Schnitt auf jeden Fall wiederholen. Definitiv. Denn trotz meiner, ja, noch ausbaufähigen Schnitttechnik
Ich glaube, dass Friseure Magengeschwüre kriegen, wenn sie sehen, was ich da so mache. Hat es für mich, muss ich wirklich sagen, extrem gut funktioniert. Vor allem dafür, dass das jetzt wirklich das erste Mal war, dass ich mir selber die Haare geschnitten habe. Und hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis. Die Haare sind nur diffust und ich habe auch immer noch nur das Leave-In drin, das ich vorher auch schon drin hatte. Vorher waren die Haare ja auch nicht gestylt. Ich würde jetzt die einzelnen Bündel, die so komisch nach außen wegstehen, noch nachschneiden. Aber weil ich morgen zum Friseur gehe, denke ich, das muss so. Die Haare sind super durchgestuft, sind auch relativ stark durchgestuft. Sie sind locker und wieder viel, viel leichter und wenn ihr euch das mal anschaut, die Wellen springen wieder richtig schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem einfachen Do-it-yourself-Haarschnitt so ein Mega-Ergebnis rausholen kann. Ich hoffe, euch hat mein Video weitergeholfen und ihr habt jetzt einen kurzen Überblick über den Pigtail Cut und den Unicorn Cut und natürlich aber auch über den Pigcorn Cut. Ich kann nur sagen, ich werde das Experiment Haare schneiden definitiv wiederholen und kann auch nur zu euch sagen, traut euch. Falls ihr noch Fragen habt dazu oder euch das Video einfach nur super gut gefallen hat, ab in die Kommentare damit. Das war's wieder von mir, macht's gut. Tschüss, eure Melanie.